vorne in Stellung gehen. Ja, was habe ich in der Hand? Es ist kein normaler K98, wie es eigentlich üblich ist für den deutschen Soldaten, sondern es ist hier ein G41. Hier handelt es sich um ein Original aus dem Zweiten Weltkrieg, ist nummerngleich und gestempelt auf 1943. Was ist das G41? Der G41 ist ein Selbstlader, das heißt ein halbautomatisches Gewehr, was gegen 1941 in die Wehrmacht eingeführt wurde. Man hat halt frühzeitig im Krieg erkannt, dass man halbautomatische Gewehre benötigt. Gerade weil andere Nationen, wie zum Beispiel auch die Sowjetunion, ja mit dem SVT-40 halbautomatische Gewehre erfolgreich eingesetzt haben. Und hat halt das hier dann in Auftrag gegeben. Es ist der Vorgänger zum bekannten G43. Was sind die Unterschiede dazu? Beim G43 hat man ja ein entnehmbares Magazin. Hier ist das noch fest verschweißt. Wie man das bei vielen Prototypmodellen von Vorkriegszeiten hat oder aus dem Ersten Weltkrieg, macht man das Ganze, indem man den Verschluss spannt und arretiert. Das ist ein bisschen frickelig. Zack. Und dann füllt man zwei K98 Ladestreifen hier oben ein. Die setzt man hier oben an. Da ist eine Aussparung für. Drückt die runter. Entnimmt den Ladestreifen. Bei dem ersten geht das immer noch sehr fix. Und bei dem zweiten, da ist das schon sehr schwergängig. So, man hat jetzt gesehen, man hat sich fast den Daumen dabei gebrochen. Und das Ganze jetzt in einer Gefechtssituation irgendwo im Dreck zu machen. Die Waffe ist jetzt natürlich frisch gereinigt. Ist natürlich schwierig. Jetzt kann ich hier hinten den Arretierungshebel betätigen. Dann schnellt der Verschluss wie bei jeder handelsüblichen Waffe nach vorne. Und jetzt ist die Waffe fertig geladen. Die Sicherung befindet sich hier hinten. Ist ähnlich wie beim K98. Die kann ich einfach umlegen auf eine Mittelposition, wo ich die Waffe noch laden kann, und auf eine Vollsicherung, wo sich halt gar nichts mehr bewegt. Ich entlade die Waffe mal eben. Safety first. Ne? So. Patronen herunterdrücken, so kann man die Waffe teilladen und dann den Verschluss über die Patrone gleiten lassen. Jetzt kann ich abschlagen, ohne dass ein Schuss bricht. Jetzt habe ich die Waffe quasi teilgeladen. Besonderheit hier ist, wir haben hier eine ganz wilde Gasabnahme, und zwar ist das innerhalb dieses dicken Rohres an den Lauf mit angeflanscht hier drin. Kann man jetzt natürlich schlecht sehen, und führt dann halt direkt unter dem Rohr zurück zum Gehäuse hier, um dann natürlich den Verschluss aufschlagen zu lassen und eine neue Patrone zuzuführen. Warum hat man das so umständlich und zusammengedrückt gemacht? Während der Entwicklung der Waffe hätte man mit einer Gasabnahme arbeiten können. Die setzt aber voraus, dass man hier Löcher ins Gehäuse reinbohrt, und ja, das wollte Hitler nicht. Später beim G43 hat man das mit der Gasabnahme dann doch gemacht, und die Waffe hat dann auch zuverlässiger funktioniert als das G41. Die Soldaten, die mit dem G41 gearbeitet haben, waren unzufrieden, weil die Waffe Störungen hatte, eben wegen der Konstruktion, und haben dann doch lieber auf Beutewaffen zurückgegriffen. Trotz alledem, das hier ist jetzt wie gesagt ein nummerngleiches Original, und das hier auf der Veranstaltung tragen zu dürfen, ist schon echt eine coole Sache und lohnt sich trotz Ladehemmungen mal so ein Stück Geschichte in der Hand zu haben.